Hey Animega Crew und willkommen zur ersten Ausgabe von Anime im Fokus. Heute spreche ich über den One Punch Man Hype und präsentiere euch meine Meinung darüber, ob er gerechtfertigt ist. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wie gehypt dieser Anime wurde und immer noch wird, bemerke ich auf sozialen Plattformen, allen voran YouTube. Seit der Anime im Herbst letzten Jahres erschienen ist, scheint er auch jetzt noch ein großes Thema zu sein. YouTuber wie ich machen Videos über diesen Anime und die Anime-Community interessiert sich immer noch dafür, wer nun eigentlich stärker ist, Saitama oder Son Goku. Doch nicht nur in der Stärke ihrer Protagonisten lassen sich One Punch Man und Dragon Ball ganz gut vergleichen. Ich glaube nämlich, dass sollte One Punch Man fortgesetzt werden, was der Anime nach diesem Erfolg mit großer Wahrscheinlichkeit wird er zu so etwas wie Dragon Ball. Klar wurde der Anime auch ein Stück weit von Dragon Ball inspiriert, aber das meine ich gar nicht. Ich meine viel eher den Einfluss, den der Anime auf die Zukunft der Anime-Community haben könnte. Denn selbst Personen, die eher weniger Animes gucken, interessieren sich für diesen Anime und geben dadurch vielleicht auch anderen Animes eine Chance. Das hilft der Anime-Community natürlich zu wachsen, daher bin ich auch immer froh, wenn Animes gehypt werden. Doch wirklich denselben Einfluss wie Dragon Ball zu erreichen, dürfte zugegeben trotzdem sehr schwer bis unmöglich werden, da One Punch Man nicht wöchentlich läuft und es auch nicht wird. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Aber nun kommen wir mal zur ursprünglichen Frage zurück. Ist der Anime zu Recht gehypt? Natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest gerechtfertigt gehypt ist der Anime für mich persönlich auf jeden Fall. Sei es durch die extrem gute Umsetzung von Studio Madhouse mit unglaublich fantastischen Animationen und einem Opening, das reinhaut, oder durch die ursprüngliche Idee, die zugegebenermaßen im ersten Moment relativ simpel klingt. Ich meine, ein Typ, der alle Gegner mit einem Schlag besiegt, ist jetzt nicht die kreativste Idee, die ich je gehört habe. Doch das Ganze drumherum, wie die in Sektoren unterteilte Welt, die Schurken und Helden, dieses Heldenbewertungssystem und so weiter, zeugt durchaus von Kreativität. Außerdem vermittelt der Anime viel mehr an den Zuschauer, als man es vielleicht erwarten würde. Denn er befasst sich zum Beispiel mit der Frage, was es bedeutet, ein Held zu sein, und ist nicht nur eine simple Parodie. Dass der Anime außergewöhnlich ist, merkt man allein schon daran, dass er gar nicht zuerst als Manga erschienen ist, sondern als Webcomic und bereits zu der Zeit einen krassen Hype erfuhr, wodurch die Manga und später auch Anime-Umsetzung überhaupt möglich wurde. Und der Webcomic sah zu Beginn echt nicht wirklich gut aus. Trotzdem haben die Leute ihn gefeiert. Daher glaube ich, dass One Punch Man etwas Spezielles hat, was Leute dazu bringt, sich für den Anime zu interessieren und auszutauschen. Und diese Tatsache plus allem vorher genannten macht es doch mehr als gerechtfertigt, dass er gehypt wird. Ob ein anderer Anime den Hype nun aber mehr verdient hätte, ist eine ganz andere Frage und hängt natürlich stark davon ab, wie gut man One Punch Man findet. Da hat jeder seine eigene Meinung. Ich für meinen Teil gönne One Punch Man den Hype voll und ganz und würde mich auf eine Fortsetzung in naher Zukunft schon sehr freuen. Hey, das war's mit diesem Video. Wie gewohnt könnt ihr eure Meinung zu diesem Video oder zu One Punch Man unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video, Animega Crew. Ciao, ciao!